Willkommen zu einer neuen Folge von Alltag Deutsch. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir freuen uns riesig. Hallo zusammen. Ja, genau. Die Reise geht weiter. Wir haben ja bis Tag 60 zusammen das Niveau A2 geschafft. Und jetzt sind wir auf dem Weg zu Tag 200, um das B1-Niveau so richtig zu festigen. Heute sind wir bei Tag 74 Teil 1 angekommen und wie immer schauen wir uns 15 neue Wörter an. Wörter, die euch helfen sollen, im Alltag einfach sicherer und natürlicher Deutsch zu sprechen. Also weg vom Lehrbuch hin zum echten Leben. Genau, und denkt dran, zu jeder B1-Lektion gibt es ja auch das zusätzliche Fragevideo zur Mini-Story. Das ist super praktisch. Ja, total. Da könnt ihr laut antworten und bekommt nach ein paar Sekunden direkt die Lösung. Das ist wirklich ideal, um die Reaktionszeit zu trainieren. Absolut. Aktives Sprechen ist der Schlüssel. Und für die Aussprache, da haben wir auch wieder was. Klar, unsere Lieblingsmethode, die Shadowing-Methode. Genau. Ihr hört einen Satz, stoppt kurz, sprecht ihn laut und deutlich nach und macht dann einfach weiter. Diese Technik bringt wirklich enorm viel für den Sprachrhythmus und die Melodie. So, und unser heutiges Thema ist Internet und soziale Netzwerke. Ein riesiges Thema. Wir tauchen also ein in die Welt der Apps, der Online-Kommunikation, Profile und ja, unserer digitalen Gewohnheiten. Etwas, das uns ja wirklich jeden Tag beschäftigt. Definitiv. Bleibt also unbedingt bis zum Ende dran, denn da kommt wie immer unsere Mini-Story, in der alle neuen Wörter vorkommen. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Was ist denn so die Grundlage von all dem? Die Grundlage ist unser erstes Wort, das Netzwerk. Ein Netzwerk ist also im Grunde ein System von verbundenen Dingen. Das können Computer sein. Oder eben auch Menschen. Auf Englisch sagt man Network. Stimmt, und das Wort ist ja total im Alltag angekommen. Früher dachte man bei Netzwerk vielleicht an ein Spinnennetz, heute? Heute denkt jeder sofort an das Internet, genau. Ein perfekter Beispielsatz dafür ist: Soziale Netzwerke verbinden Menschen weltweit. Und da hast du ja quasi schon das nächste Wort versteckt. Habe ich, ja. Du meinst weltweit. Genau. Ein tolles Wort, weil es so eine enorme Größe beschreibt. Ja, weltweit bedeutet auf der ganzen Erde, global. Die englische Übersetzung ist worldwide. Es beschreibt etwas, das eben keine Grenzen kennt. Man könnte zum Beispiel sagen, das Video war weltweit ein Erfolg. Also von Brasilien bis Japan haben es die Leute gesehen. Exakt. So, jetzt haben wir also diese Netzwerke, die Menschen weltweit verbinden. Aber wie nennt man die Person, die so ein Netzwerk aktiv nutzt? Das ist der Nutzer oder die Nutzerin, natürlich. Genau. Jede Person, die eine App oder eine Webseite verwendet, ist ein Nutzer. Auf Englisch User. Und das liest man ja auch ständig in Nachrichten oder so. Richtig. Zum Beispiel: Viele Nutzer beschweren sich über das neue Update der App. Oh ja, das kenne ich. Plötzlich ist alles anders und man findet nichts mehr. Aber was braucht denn ein Nutzer, um bei so einem Netzwerk mitzumachen? Dafür braucht man meistens einen Account. Das Wort kommt ja direkt aus dem Englischen. Ja, aber wir benutzen es im Deutschen ganz selbstverständlich. Ein Account ist ein persönliches Benutzerkonto. Die Übersetzung ist also auch Account. Man könnte schon Benutzerkonto sagen, aber Account ist irgendwie kürzer, oder? Absolut. Es hat sich einfach durchgesetzt. Ein typischer Satz wäre: Ich habe meinen Account bei Facebook gelöscht. Öffentlich. Also persönlich. Nur für einen ausgewählten Kreis. Auf Englisch private. Das ist eine super wichtige Funktion. Ich kann dann sagen, mein Profil ist privat, nicht jeder kann es sehen. Das gibt einem ein Gefühl von Sicherheit, finde ich. So, kommen wir mal zu den Aktivitäten. Was macht man denn so in diesen Netzwerken? Eine der wichtigsten Funktionen ist das Teilen. Klar. Das ist ein Verb und bedeutet, etwas mit anderen zu kommunizieren, es ihnen zu zeigen. Auf Englisch to share. Das ist ja die Kernidee von Social Media. Und wie sagst du das im Perfekt? Hat geteilt. Also, ich habe das Foto von meinem Urlaub mit meinen Freunden geteilt. Perfekt. Man teilt also etwas. Aber bevor man es teilen kann, muss man es ja oft erst selbst erstellen und hochladen. Wie nennt man das? Das ist das Verb posten, auch wieder so ein englisches Wort. Genau. Es bedeutet, etwas im Internet zu veröffentlichen. Ein Text, ein Bild, ein Video. Auf Englisch to post. Und die Perfektform ist dann ganz einfach. Hat gepostet. Richtig. Man hört ja oft diesen Satz: Sie postet jeden Tag Bilder von ihrem Essen.
Haha, ja, der Klassiker. Aber sag mal, was ist eigentlich der genaue Unterschied zwischen Teilen und Posten? Das fühlt sich manchmal so ähnlich an. Gute Frage. Also im Allgemeinen ist Posten, wenn du eigenen, neuen Inhalt erstellst. Du machst ein Foto und lädst es hoch. Okay. Und Teilen ist oft, wenn du den Beitrag von jemand anderem nimmst und ihn deinem Netzwerk zeigst. Du verbreitest also etwas, das es schon gibt. Ah, das macht Sinn. Und all diese Dinge, die man postet, Bilder, Texte, Videos, wie nennt man das zusammenfassend? Das ist der Inhalt. Der Inhalt ist alles, was in einem Beitrag oder auf einer Webseite steckt. Man hört ja auch immer öfter das englische Wort Content dafür. Stimmt. Ich könnte also sagen, die Inhalte auf dieser Webseite sind sehr interessant. Ganz genau. Und wenn mir der Inhalt von einer Person besonders gut gefällt, was mache ich dann, damit ich nichts mehr verpasse? Dann muss ich dieser Person folgen. Richtig. Das Verb bedeutet, die Beiträge von jemandem zu abonnieren. Auf Englisch to follow. Und da gibt es eine kleine Grammatikfalle, stimmt's? Ja, eine sehr wichtige. Das Verb folgen braucht immer den Dativ. Die Perfektform ist hat gefolgt. Das ist ein typischer Fehler. Man sagt nicht, folgst du mich, sondern Die von ich. Super wichtiger Punkt. Absolut. Okay, ich folge also jemanden, sehe die neuen Inhalte und dann will ich vielleicht reagieren. Eine Möglichkeit ist, einen Kommentar zu schreiben. Ein Kommentar ist eine Meinung oder eine Frage unter einem Beitrag. Auf Englisch Comment. Man kann Lob schreiben, eine Diskussion anfangen. Oder auch mal was Kritisches sagen. Leider sind Kommentare nicht immer positiv. Zum Beispiel, er hat einen sehr bösen Kommentar unter das Video geschrieben. Ja, das ist leider die Schattenseite des Ganzen. Und das bringt uns direkt zum nächsten Wort. Wenn jemand ständig gemein ist, was mache ich dann? Dann sollte man diese Person blockieren. Ein sehr nützliches Verb. Ja, es bedeutet, den Kontakt oder den Zugriff für eine Person komplett zu sperren. Auf Englisch to block. Die Person kann dich dann nicht mehr kontaktieren. Die Perfektform ist hat blockiert. Ein klarer Satz dazu wäre, ich musste ihn blockieren, weil er nur genervt hat. Manchmal die einzige Lösung, um seine Ruhe zu haben, das stimmt. Bevor wir zu den positiveren Seiten zurückkommen, eine kurze Anmerkung an euch da draußen. Oh ja, Wenn euch unsere täglichen Lernfolgen helfen, dann unterstützt uns doch gern mit einem Abo und einem Daumen nach oben. so verpasst ihr keine Folge und helft unserem Projekt wirklich sehr weiter. Das motiviert uns riesig. So, aber jetzt weg vom Blockieren. Die eigentliche Idee ist ja nicht, Leute auszusperren. Nein, im Gegenteil, es geht darum, sie zusammenzubringen. Und dafür gibt es ein schönes Verb. Du meinst vernetzen. Genau. Das bedeutet, aktiv Kontakte zu knüpfen, sich mit anderen zu verbinden. Auf Englisch to network oder to connect. Die Perfektform ist hat vernetzt. Ich finde, das Wort klingt sehr aktiv und professionell. Man hört es oft im Jobkontext, oder? Ja, sehr oft. Ein typisches Beispiel ist, auf dieser Plattform können sich Firmen vernetzen. Es geht darum, strategisch Kontakte aufzubauen. Und all diese Interaktionen, also kommentieren, teilen, sich vernetzen, das betrifft ja das Miteinander. Deshalb ist das passende Adjektiv dazu Sozial. Das Wort bedeutet das Zusammenleben in der Gesellschaft betreffend. Auf Englisch social. und deshalb heißen die Dinger ja auch soziale Medien. Genau daher kommt es. Ein einfacher Beispielsatz wäre, er verbringt viel Zeit in sozialen Medien. Okay, und wo findet das alles statt? Nicht im echten Leben, von Angesicht zu Angesicht, sondern In einer digitalen Welt. Die Interaktionen sind also virtuell. auch ein wichtiges Adjektiv. Ja, es beschreibt etwas, das nur im Computer oder im Internet existiert. Nicht physisch greifbar. Die englische Übersetzung ist virtual. Das Wort beschreibt unsere moderne Welt perfekt. Man sagt ja auch, wir treffen uns heute in einem virtuellen Raum. Genau, das bedeutet dann einfach ein Videocall. Oder man spricht von einer virtuellen Freundschaft mit jemandem, den man nur online kennt. Das stimmt. Und das führt uns zum letzten Wort für heute, das diesen Lebensstil gut zusammenfasst. Wenn man online ist und Nachrichten bekommen kann, dann ist man Erreichbar. Ein sehr wichtiges Adjektiv. total. Es bedeutet, dass man kontaktiert werden kann. Auf Englisch sagt man reachable oder accessible. Man ist ja heute fast ständig irgendwie erreichbar. Per Telefon, per E-Mail, per Messenger. Ja, es ist fast schon eine Erwartung. Ja. Und deshalb ist auch das Gegenteil so wichtig für die mentale Gesundheit. Was meinst du? Naja, ein wunderbarer Satz ist doch, im Urlaub bin ich nicht per E-Mail erreichbar. Einfach mal abschalten.
Ein sehr weises Schlusswort für unsere Vokabelliste. Das waren sie, die 15 Wörter für heute. Und jetzt, wie versprochen, kommt unsere Mini-Story. Hört gut zu und versucht, die Wörter wiederzuerkennen. Viel Spaß. Lina sitzt auf dem Sofa in ihrem Wohnzimmer und ist in einem sozialen Netzwerk aktiv. Als engagierte Nutzerin möchte sie sich beruflich mit anderen Künstlern vernetzen. Dafür hat sie vor kurzem einen neuen Account für ihre Kunst erstellt, den sie aber vorerst noch auf privat gestellt hat. Sie will heute einen besonderen Inhalt posten. Ein Foto von ihrem neuesten Bild. Sie ist sehr stolz darauf und hofft, dass es vielleicht sogar weltweit bekannt wird. Nachdem sie das Bild mit der Funktion Teilen für ihre Kontakte sichtbar gemacht hat, bekommt sie fast sofort einen Kommentar von ihrem Freund Tom. Wow, super, ich werde dir sofort folgen. Lina freut sich. Doch kurz darauf erhält sie eine seltsame Werbenachricht von einem unbekannten Profil. Sie zögert keine Sekunde und entscheidet sich, die Person zu blockieren. Plötzlich wird ihre Internetverbindung ganz schlecht. Auf ihrem Handy steht keine Verbindung. Sie ist online kaum noch erreichbar. Lina seufzt. Manchmal ist diese rein virtuelle Kommunikation wirklich anstrengend. Die sozialen Medien kosten oft viel Energie. Sie beschließt, das Handy wegzulegen und eine richtige Pause zu machen. Und das war unsere Geschichte. Habt ihr alle 15 Wörter gehört? Ich denke schon. Sie waren alle drin. Von Netzwerk bis erreichbar. Und die Situation ist ziemlich realistisch, finde ich. Dieser schnelle Wechsel von Freude über einen netten Kommentar. Und dann Ärger über so eine Spam-Nachricht. Das kennt doch jeder. Und am Ende dieses Gefühl, es ist einfach zu viel. Absolut. Die Geschichte zeigt gut die beiden Seiten. Die Möglichkeit, sich zu vernetzen, aber auch die Notwendigkeit, sich durch Blockieren zu schützen. Und am Ende die wichtige Erkenntnis, dass eine Pause von der ständigen Erreichbarkeit einfach mal gut tut. Genau. Und jetzt seid ihr wieder dran. Schreibt doch gern eigene Sätze mit den neuen Wörtern unten in die Kommentare. So lernt ihr aktiv mit. Und wir freuen uns immer, eure Sätze zu lesen. Und falls euch diese Folge gefallen hat, dann wissen wir eure Unterstützung sehr zu schätzen. Abonniert den Kanal und klickt auf den Daumen nach oben. Das hilft uns wirklich sehr, weiterzumachen. Morgen geht es schon weiter mit dem Thema Arztbesuch und Symptome. Oh, ein sehr, sehr wichtiges Alltagsthema. Da sollte man die richtigen Wörter kennen. Seid also unbedingt wieder dabei. Wir freuen uns auf euch. Bis morgen und macht's gut. Tschüss!